Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts. Ich bin Felix und heute tauchen wir in die faszinierende Welt der Philosophie ein. Und ich bin Lisa. Genau, Felix. Heute sprechen wir über einen der einflussreichsten Denker des 20. Jahrhunderts, Jean-Paul Sartre. Wir werden seine Ideen zu Freiheit, Verantwortung und Existenzialismus erkunden. Sartre, das klingt nach einem tiefgründigen Thema. Ich bin gespannt. Wo fangen wir am besten an, Lisa? Vielleicht mit einer kleinen Einführung, wer Sartre überhaupt war? Gute Idee, Felix. Jean-Paul Sartre war ein französischer Philosoph, Schriftsteller und Dramatiker. Er wurde 1905 in Paris geboren und starb 1980. Er gilt als einer der Hauptvertreter des Existenzialismus. Hauptvertreter bedeutet übrigens, dass jemand eine bestimmte Denkrichtung besonders stark beeinflusst und bekannt gemacht hat. Hauptvertreter des Existenzialismus, das merke ich mir. Und was genau versteht man unter Existenzialismus? Das klingt für unsere Zuhörer vielleicht erstmal etwas abstrakt. Ja, das stimmt. Existenzialismus ist eine philosophische Richtung, die die menschliche Existenz, also das Dasein des Menschen, in den Mittelpunkt stellt. Sartre sagte, die Existenz geht der Essenz voraus. Das bedeutet, dass wir Menschen zuerst existieren, also da sind, und erst dann durch unsere Handlungen und Entscheidungen definieren, wer wir sind. Die Existenz geht der Essenz voraus. Das ist ein spannender Gedanke. Könntest du das vielleicht an einem Beispiel verdeutlichen? Ich glaube, das würde es für unsere Zuhörer greifbarer machen. Natürlich! Stell dir vor, du wirst geboren. Du bist einfach da, ohne eine vorgegebene Bestimmung oder einen vorgegebenen Zweck. Du bist wie ein unbeschriebenes Blatt. Ein unbeschriebenes Blatt ist eine Redewendung und meint, dass man noch keine Erfahrungen gemacht hat und noch alles offen ist. Im Laufe deines Lebens triffst du Entscheidungen, gehst Wege, erlebst Dinge. All das formt dich und gibt dir deine Essenz, also dein Wesen, das, was dich ausmacht. Das leuchtet mir ein. Wir sind also nicht von Geburt an festgelegt, sondern gestalten unser Leben und uns selbst durch unsere Taten. Das klingt aber auch nach einer großen Verantwortung, oder? Absolut, Felix. Und genau das ist ein zentraler Punkt in Sartres Philosophie. Er betont die absolute Freiheit des Menschen. Wir sind frei, unsere eigenen Entscheidungen zu treffen und unseren eigenen Weg zu gehen. Aber mit dieser Freiheit kommt auch die Verantwortung für unser Handeln und für die Konsequenzen, also die Folgen, unserer Entscheidungen. Absolute Freiheit. Das klingt fast ein bisschen beängstigend. Sind wir denn wirklich so frei? Gibt es nicht auch äußere Umstände, Zwänge oder gesellschaftliche Erwartungen, die uns beeinflussen? Natürlich gibt es die, Felix. Sartre leugnet das nicht. Er spricht in diesem Zusammenhang von Faktizität. Das sind die gegebenen Umstände, in die wir hineingeboren werden, wie unsere Herkunft, unsere körperlichen Merkmale oder die historische Situation, in der wir leben. Faktizität ist ein wichtiger Begriff, der die konkreten, unveränderlichen Tatsachen unserer Existenz beschreibt. Faktizität also. Wie die Tatsache, dass ich in eine bestimmte Familie oder in ein bestimmtes Land geboren wurde. Das kann ich ja nicht ändern. Aber wie passt das mit der absoluten Freiheit zusammen? Gute Frage. Sartre sagt, dass wir zwar in eine bestimmte Situation geworfen sind, aber dass wir immer noch frei sind, wie wir uns zu dieser Situation verhalten. Wir können entscheiden, wie wir mit den gegebenen Umständen umgehen, welche Bedeutung wir ihnen geben und wie wir darauf reagieren. Das heißt, wir sind zwar durch unsere Faktizität beeinflusst, aber nicht determiniert, also nicht vollständig bestimmt. Wir haben immer noch die Wahl, unseren eigenen Weg zu finden. Genau. Ein bekanntes Beispiel von Sartre ist das des Kellners. Er beobachtete einen Kellner, der seine Rolle sehr übertrieben spielte, fast wie eine Marionette, also eine Puppe an Fäden. Sartre argumentierte, dass der Kellner sich dazu entscheidet, sich so zu verhalten. Er könnte sich auch anders verhalten, authentischer sein. Authentizität. Das scheint ein Schlüsselwort zu sein. Was meint Sartre damit genau? Es scheint wichtig zu sein, im Hier und Jetzt präsent zu sein und bewusste Entscheidungen zu treffen, ohne sich hinter einer Rolle zu verstecken, richtig? Richtig, Felix. Authentizität bedeutet für Sartre,
dass man sich seiner Freiheit bewusst ist und Verantwortung für seine Entscheidungen übernimmt. Man lebt im Einklang mit sich selbst und versteckt sich nicht hinter einer Fassade, einem äußeren Schein oder einer vorgegebenen Rolle. Das Gegenteil davon wäre die Unaufrichtigkeit oder mauvaise foi, wie Sartre es nennt. Mauvaise foi ist französisch und bedeutet, dass man seine eigene Freiheit leugnet und sich vor der Verantwortung drückt. Mauvaise foi. Das klingt nach Selbstbetrug, oder? Man macht sich selbst etwas vor, um sich nicht mit der eigenen Freiheit und Verantwortung auseinandersetzen zu müssen. Exakt. Ein Beispiel für mauvaise foi wäre, wenn jemand sagt, ich kann nichts dafür, ich bin halt so. Damit schiebt man die Verantwortung von sich und behauptet, man sei durch seine Umstände oder seine Vergangenheit festgelegt. Das ergibt Sinn. Aber wie kann man denn authentisch leben? Gibt es da einen Wegweiser oder bestimmte Schritte, die man unternehmen kann? Sartre gibt uns da keine konkreten Anweisungen. Er sagt, dass Authentizität ein ständiger Prozess ist, ein Ringen mit der eigenen Freiheit und Verantwortung. Es geht darum, sich selbst zu hinterfragen, seine Entscheidungen bewusst zu treffen und sich nicht von äußeren Zwängen oder Erwartungen bestimmen zu lassen. Sich selbst hinterfragen bedeutet, dass man über sich selbst und sein Handeln nachdenkt und seine eigenen Motive erforscht. Also ein lebenslanger Lernprozess. Man muss sich immer wieder neu orientieren und seinen Weg finden. Das klingt nach einer großen Herausforderung, aber auch nach einer großen Chance. Ganz genau, Felix. Sartres Philosophie ist eine Aufforderung, das eigene Leben aktiv zu gestalten und die Verantwortung dafür zu übernehmen. Es ist eine Philosophie der Freiheit, aber auch der Verantwortung. Das ist wirklich ein tiefgründiger Gedanke. Sartres Philosophie regt zum Nachdenken an und stellt wichtige Fragen über das menschliche Leben, die Freiheit und die Verantwortung. Es ist faszinierend, wie relevant seine Ideen auch heute noch sind, obwohl sie schon vor vielen Jahrzehnten formuliert wurden. Lisa, vielen Dank, dass du uns diese komplexe, aber unglaublich bereichernde Philosophie nähergebracht hast. Sehr gerne, Felix. Ich finde es auch immer wieder spannend, mich mit Sartres Ideen auseinanderzusetzen. Sich mit etwas auseinandersetzen bedeutet, dass man sich intensiv mit einem Thema beschäftigt, darüber nachdenkt und versucht es zu verstehen. Und für unsere Zuhörer: Wenn ihr mehr über Sartre und den Existenzialismus erfahren möchtet, gibt es viele gute Bücher und Artikel zu diesem Thema. Das ist ein guter Tipp. Und vielleicht können unsere Zuhörer ja auch in den Kommentaren ihre Gedanken zu Sartre und seiner Philosophie mit uns teilen. Was denkst du, Lisa? Das ist eine hervorragende Idee, Felix. Wir freuen uns immer über Feedback, also Rückmeldungen, und den Austausch mit unseren Zuhörern. So können wir alle voneinander lernen und unser Verständnis vertiefen. Wunderbar. Dann bleibt mir nur noch zu sagen, vielen Dank fürs Zuhören. Und denkt daran, in unserer nächsten Folge geht es wieder um ein wirklich interessantes Thema. Dort könnt ihr dann auch wieder viele interessante und verschiedene Vokabeln lernen und euer Deutsch weiter verbessern. Also, bleibt dran und bis zum nächsten Mal. Tschüss und bis bald!